Achso, ob ich Leute gesehen habe auf der Arbeit, die Sex hatten. Also würde ich die Tür aufmachen und die sehen mich und ich sehe die. Interpretation. Kommt auf die Arbeit an. Ob ich es machen würde? Okay. Ich hatte mal so eine Anfrage. Ob ich es hatte oder ob ich es in Ordnung finde. Während der Arbeitszeit? Gehabt oder? Sex bei der Arbeit. Never fuck the company. Also wenn dann nur mit einer, die andere Firma arbeitet, aber dann ja. Nein, ich bin noch Schüler, aber in Schule. Ich studiere. Also man erwischt manchmal welche. Ja, hatte ich schon. Nee. Ich habe was gehört, jetzt gesehen habe ich jetzt nicht. Nein. Ich meine, wo will das man haben? Auf der Toilette? Das ist ein bisschen eklig. Nee. So auf der Arbeit. Ja, schwierig. Persönlich nicht. Warum nicht? Noch nicht. Ja. Nee. Ja. Ob ich hatte, ob ich möchte, ob es cool ist. Hatte ich noch nie. Oh, im Homeoffice, dann ist man ja, sieht ja keiner. Bei uns, ich arbeite im 12. Stock, da sind hübsche Ladies am Empfang. Falls eine das jetzt sieht, dann melde dich. Ja, why not? Nein. Auf jeden Fall, ich arbeite im Flugzeug. Ey, Ami, wenn es sich ergibt. Hatte ich auch noch nicht. Ja, kann man machen. Warum nicht? Nee. Nein? Ja, man muss mutig sein. Nein. Nein, noch nie. Würde ich mal versuchen, aber noch nie. Nein. Ja, Office ist langweilig. Das muss dann schon nasty sein, so irgendwo im Burgerspot oder so. Also ich habe es nicht selber gesehen, aber ich habe es mitbekommen. Ich bin in der Gastro, also geht das schlecht. Aber ich würde es machen. Also wenn genug Ersatz da ist. Also auf der Arbeit hatte ich noch nicht. Kann ich mir aber prinzipiell vorstellen, kommt drauf an. Aus professionellen Gründen würde ich das nicht tun. Also ich arbeite in einer Krabbelstube, nee. Also man denkt immer so, in Filmen passiert das, aber ich glaube, ich finde es ehrlich gesagt irgendwie uncool. Abonniert scharf. Ich hatte mal so eine Anfrage. Aber das war, ja, das habe ich aber nicht gemacht. Aber wenn es jetzt vielleicht passieren würde, eventuell. Also wenn es jetzt die Konsequenzen so absehbar sind, also dass ich nicht meine Arbeit da verliere oder sowas. Also nicht bei mir. Ganz schlimm. Ich glaube, das gehört sich nicht. Hatte ich noch nie. Nein. Das ist mir zu viel Risiko. So. Man kann überall Sex haben. Warum mein Job und mein Gehalt riskieren? Nee. Ja, also es kann jeder machen, was er will, aber für mich nicht. Ich arbeite momentan unter anderem an der Grundschule. Ich glaube, da wäre es vielleicht nicht ganz so passend. Wenn es niemand mitbekommt, dann hat es niemand mitbekommen. Nein. Nee, also für mich persönlich jetzt kann ich mir nicht vorstellen. Gesehen? Nee, tatsächlich noch nicht. Erwischt auf jeden Fall auch schon, ja klar. Ich bin in der Gastro tätig, in der Gastronomie, da im Nachtbetrieb und so, da kann das auf jeden Fall mal passieren, ja. Bei der Arbeit. Kommt auf den Job drauf an. Nein. Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen. Bei mir gibt es keinen Sex auf der Arbeit. Jedenfalls nicht, den ich ausübe. Was die Jugendlichen da ab und zu machen, weiß ich nicht. Ich selber persönlich würde das nie machen, aber wenn ich jemanden dabei erwischen würde, dann würde ich mir denken, ja, passiert. Arbeitsplatz ist Arbeitsplatz. Cool. Nein. Aber noch nicht gemacht, glaube ich. Nee. Kommt drauf an, was man arbeitet. Wenn man Bademeister ist oder so, dann ist natürlich was anderes als wenn man hier. Nein, noch nie gehabt. Weiß ich nicht, wie es mit meinem Partner in Zukunft sein wird. Aber bis jetzt noch nicht gehabt, nein. Bis jetzt habe ich es noch nie gehabt, aber klingt sehr verlockend. Ich würde es mal gerne ausprobieren. Ich würde jetzt nicht im Büro sitzen und irgendwas läuft und dann sage ich so, stopp, wir sind auf der Arbeit. Außer ich bin Vorgesetzter vielleicht. Vorgesetzte und böse, das sollte man nicht tun. Wie würdest du dann reagieren, wenn du Leute bei der Arbeit siehst, die das machen? Also würde ich die Tür aufmachen und die sehen mich und ich sehe die. Ich sag's dir ehrlich, ich würde einfach die Tür wieder zumachen und meine Arbeit machen. Die Tension muss stark gewesen sein, dass man es direkt dort macht. No. Gehabt haben, ob ich es haben will oder was? Hatte ich nicht. Ob ich es haben will, keine Ahnung. Es muss die richtige Person sein. I don't know. Keine Ahnung, situationsbedingt, ja. Als was definiert man Arbeit? Wenn ich im Studio arbeite, kann ich machen, was ich will, wenn ich da alleine bin, nicht wahr? Ja, ich hatte schon. Das, was der Reiz ist, dann das der Reiz halt. So, du weißt, du kannst erwischt werden. Also es ist dann eher dieses. Ja, also daran gedacht habe ich schon während der Arbeit. Ja, vielleicht noch nicht praktiziert. Aber wenn ich im Büro bin, wäre das irgendwie räudig. Nein, will ich nicht machen. Hatte ich das Vergnügen noch nicht. Ein ganz guter Spruch, den ich direkt am ersten Tag von meiner Arbeit gelernt habe. Wenn es sich ergibt. Don't fuck in your own company. Never. Deshalb lasse ich die Finger davon.
Also ich versuch's. Ich versuch's. Why not? Nein. Da hatte ich schon Feierabend. Also hatte ich noch nicht. Ja? Hattest du schon? Nein. Klar, würde ich machen. Für Sex bezahlt werden ist doch geil. Für sich kacken auf der Arbeit ist immer cool. Nein, dafür natürlich. Ich will ein Boss sein und dann ich mag das. Auf der Arbeit? Nee. Auf jeden Fall. Hattest du schon? Ja. Ja, kommt drauf an, welche Arbeit. Wenn es remote, online ist, ja okay. Ne? Gefährlich sollte man nicht machen. Wenn ich mich statt für mein eigenes Coaching bezahlen zu lassen, wenn ich mich dann quasi für Sex bezahlen lassen würde, weil die Leute müssen ja quasi jede Minute dieser Stunde bezahlen. Das wäre für mich irgendwie komisch. Ob ich hatte? Nein. Ich find's cool. Ich find's schön. Also nein. Aber würde ich machen. Boah, nee, hatte ich noch nicht. Oh, das wäre aber lustig. Wäre mal lustig. Bücherei, wenn da jemand in der Bücherei arbeitet, ja, also das ist super aufregend. Oder in einem Café, also ja, vielleicht ist es auch so eine romantische Vorstellung, aber vielleicht irgendwie auch sowas Verbotenes, dann irgendwo in den Ecken, ne? Und willst du auch ein Teil von Scharf sein und die Fragen beantworten, dann füll das Formular unten aus. Okay Leute, abonniert alles Scharf, sehr cooler Channel und ja, ihr verpasst was, wenn ihr nicht dabei seid.